hier irgendwo was? Nein, machen können wir hier nichts, weil wir sind noch nicht gelevelt. Nein, Mann. Ich drücke immer Escape. Ach, das ist egal, welches Schwert wir dafür nutzen. Oder? Ach, der ist schon tot. Ah, schade, wir können das nicht mehr nutzen, das Brandschwert. Keine Energie mehr dafür. Kaputt, jawohl. Hahaha, nice. Kommen wir zurück? Wahrscheinlich nicht. Mann, wie gemein. Wie gemein. Da ist das Ding. Interagieren. The 20-sided core made him feel physically sick. Once he had sneaked into a temple of the dark art, and he hadn't liked what he smelt and saw there. This felt like that. As quick as he could, he wrangled the icosahedron into the armature. The wheels began to spin, then glow. The sick feeling quickly spun away. Now he only felt sad. He had lost good friends for this war apparatus. He carried his prize back to the Farfarer. Now he had to make his next move. There was a key Imperial outpost on the Nexus. If this really was some sort of super weapon, he could use it to wreak havoc on the enemy. And if it wasn't, well, better to know that before the final battle. But maybe he should show it to some scientists first. There was an observatory on the Nexus. Maybe he should go there before he fired it. Boah. Gute Frage. Gute Frage. Hol die Hilfe bei den Wissenschaftlern. Der Skyripper war komplett. Die Superwaffe konnte dem Wahnsinn des Imperators ein Ende setzen. Aber hatte Reynador sie richtig zusammengesetzt? Würde sie im entscheidenden Moment funktionieren? Die Wissenschaftler auf dem Nexus hätten sicher Antworten auf alle seine Fragen. Nur, Maus, wirst du wohl. Keine Zeit für solche Umstände. Greife den Außenposten an. Die Skyripper, blablabla. Aber würde sie im entscheidenden Moment funktionieren? Vielleicht sollte er einen Feldtest durchführen. Und der imperiale Außenposten auf dem Nexus war das perfekte Ziel. Ich würde sagen, wir machen... Ich hätte schon Lust, das einfach mal zu testen, ob es so funktioniert. Andererseits würde ich das aber gerne durch Wissenschaftler bestätigen lassen, ob das wirklich funktioniert. Ich denke mal, wenn wir das jetzt machen, wird es falsch sein. Dann wird es nämlich nicht funktionieren. Also denke ich mal, weiß ich nicht. Ach komm, wir machen mit Wissenschaft. Well, of course. If you've just assembled a weapon out of legend that can exile gods from the world, you'd want to have a scientist or two look at it. And even if they disagreed and he had time, he could ask Calaveras himself. Yes, the observatory would be his objective. Bin ich mal gespannt, ob das jetzt richtig war, was ich da gemacht habe. Ich befürchte nämlich nein. Bin mal gespannt. Es sieht so geil aus. So richtig Why had the parts of the Skyripper only Vorsichtiger surfaced now? Fuchs. Thousands of years after the transcendent Emperor had dismantled it. The mad Emperor Isengrim had performed terrible, bloodthirsty rituals to invoke the lost gods. Was that why these ancient artifacts were rising out of the ground? How perfect, then, that the Skyripper would reappear to be his destruction. Bring den Skyripper zur Inselwarte. Okay, wir versuchen's. Wir versuchen's.
Na toll. Ja. Energie. Cool, jetzt hat er sogar so Düsenantrieb, der Skyripper. Nice. Gefällt mir. Schön. Bräuchten aber immer noch mal so ein... Na, das war jetzt nicht so schön. Okay, das... okay, ja, nee. Bumm. Eine Truhe. Das ist schön. What could he craft with the materials he had? Reynador had a pretty good idea, actually. Aha, ich auch. Wo geht's jetzt schon wieder lang hier? Ah, da drüben, okay. Ah, da sind wir ja, alles gut. Sehr schön. Altar benutzen. Wir haben wieder einen Düm hier. Fähigkeitenpunkt. Düm. Ja, jetzt würde ich sagen, machen wir echt mal hier so ein bisschen maximale Gesundheit, oder? Würde ich sagen, ne? Können wir machen. Cool. So, jetzt haben wir ein bisschen mehr Gesundheit. Da kommen wir natürlich nicht rein, weil dafür haben wir das Schwert nicht. So ein Mist. Mistikack. Mist. Ah! Raus. Raus. Tschüss. Huch. Hat sich jetzt gerade der Sound aufgehangen. Hat sich gerade bei mir irgendwie ein bisschen der Ton aufgehangen. Ich hoffe, das hat man jetzt nicht... Schauen wir mal. They were outnumbered. The once kind emperor had become a tyrant. But his ravens stayed loyal, for he fed them his victims, and the other animals were too frightened to rebel. Reynador shuddered at what the emperor was trying to do. To bring back the lost gods, the black harvest, the black sun? No. He would stop that toad, no matter what the risk. Na, schauen wir mal. Schauen wir mal, ob wir das schaffen. Und drüben geht es zumindest weiter. Das wird, genau, nur eine Truhe. Okay. Hallo. Danke. Mann. Hier ist auch noch so ein... hä? Kommen wir da wahrscheinlich... Ich weiß es nicht. Nee, der geht nach oben. Ja, keine Ahnung, wie wir da hinkommen sollen. Keine Ahnung. Oder waren wir da schon? Es kann natürlich auch sein, dass wir da schon waren. Es ist so krass, ey. Wie geil das einfach mal aussieht. Ich kann das echt nur wiederholen. Richtig schick. Reynador had found his game changer. He would ignore all distractions and focus on the Sky River. Alter. Hey, a workbench. Ah! He could try out his new bling. Das Ausscheiden von Feinden gibt dir 3% Schwertenergie zurück. Ja, nice. Dankeschön. Und was können wir hier machen? Oh. Ja, falsche Richtung. Nein, hier ist richtig. Sammle die zum Schmieden des Schwertes benötigten Materialien. Haben wir. Nächste Stufe Level 1. Während des Angriffs friert den Gegner ein, kostet Energie. Machen wir.
This sword from the frigid north was really useful for making popsicles and birdicles. Jetzt können wir auch in blaue Türchen rein. Das ist natürlich schon nice, dass das jetzt, da ist sich ein Ebbe. Oh. Aktivieren. Aktivieren. Wow. Hilfe. Wow. Das war so knapp. Boy, some people were just liable to explode if you upset them. Nimm nicht für explodierenden Rahmen in Acht. Werden sie getroffen oder geworfen, dann explodieren sie nach wenigen Sekunden. Okay. Oh, wow, 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 wow. Yours, said Reynador. He couldn't hear his enemy's answer. Okay, ich habe jetzt keine Ahnung, was ich hier gemacht habe, aber es hat anscheinend geklappt. Ach, da drüben. Hier auch? Kommt man hier auch rüber? Nein, schade. Hätte ja... schön, eine Truhe. Ja. So, weiter geht's hier anscheinend. Gucken wir mal, ne? Gott. Alter, wie krass das hier einfach mal... Oh, hier einfach aussieht. Oh. Das ist echt ein Traum, ist das. Das ist richtig ein Traum. Ich glaube, hier sind wir wohl richtig. Sieht zumindest so aus. Nichts drin. Okay. Interagieren. Klopf, klopf. Reynador was thrilled. The scientists seemed to think he'd put the Sky Ripper together right. But one toad was worried. Yeah, Sky Ripper could tear a hole in existence itself. There are invisible strings that tie the universe together. If Sky Ripper cut one, the hole would widen and widen till our whole existence fell into it. Another toad sighed. Irving still believes in string theory. At least go see Calaveras. Yeah, Said the worried toad. he knows more than anyone else has forgotten about the Transcendent Emperor. If anyone could tell him how to use this weapon safely, it would be Calaveras. It was he who had told Reynador how to find it in the first place. But maybe he had to give up on using it as a weapon. Maybe he had to go to the secret rebel base and ask the generals there what he could do with a weapon that he dared not use. Boah. Ja. Bringen wir das Ding in den Rebellenstützpunkt? Calaveras würde es wissen. So konnte der Sky Ripper die Existenz selbst zerstören, wenn es auch nur die geringste Chance gab, dass das der Wahrheit entsprach. Calaveras, der weise Einsiedler, war ein Experte in Sachen legendärer Artefakte. Wenn es einem gelingen konnte, Reynadors Zweifel auszuräumen, dann war er es. Wie benutzt man eine Waffe, die man nicht benutzen kann? So konnte der Sky Ripper blablabla. Reynador musste vom Schlimmsten ausgehen und konnte den Sky Ripper nicht verwenden. Vielleicht sollte er ihn zum Rebellenstützpunkt zurückbringen. Vielleicht gab es eine Möglichkeit, die Superwaffe zu nutzen, ohne sie einzusetzen. Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ja, ich würde sagen, wir gehen einen Weg. Well, he should have known he'd have to consult Calaveras again.
The scientists at the observatory were smart enough. But what did they know of the transcendent Emperor? He hoped it wouldn't delay him too long. The rebels had scheduled the final battle soon. Every day they delayed risked the exposure of the secret base. And some soldiers were already drifting back to their homes and families. Calaveras would fix the Sky Ripper for him. And then he would win the final battle. Oh Mann, ob das richtig war, wird sich zeigen. Ja, ja, ja. Schauen wir mal, ob das richtig... Maybe it was the cold. But after a few steps, Reynador's optimism started to slump. What if Calaveras couldn't help? Did Reynador dare use the Sky Ripper? Oh, he hated that he had chosen this path. It was so much simpler to rescue friends and attack enemies. Even if some of those friends were more trouble than his enemies, some of those enemies had been friends before and might be lovers after. No, okay, it wasn't all that much simpler, no. Physics made his brain hurt. That, at least he was sure of. Ja, von Physik kann man teilweise auch wirklich Kopfschmerzen kriegen. Dann gehe zu Calaveras. Ja, wir versuchen es mal. Oh Mann. Hier ist so ein Ding. Quite enough, thought Reynador. Ja, wir haben hier eh nichts, wir können also nichts weiter machen. Ja, guck mal, da können wir... Nein! Entschuldigung. Was gut ist, dass wir jetzt so einen zweiten Diamanten oder so einen zweiten Edelstein haben, der uns ein bisschen Energie zurückbringt. Danke. Oh, you got such delicious looking eyeballs. Caught the lead, Raven. Thank you, I think, said Reynador. It never hurt to be polite. Tatsächlich, es bringt tatsächlich ein bisschen Energie zurück, aber sind wir hier richtig? Ah, sieht so aus. Hui, schön. Sehr schön. So. What else could you hook? Achso. Map. Aber wisst ihr was, Leute? Ich würde sagen, wie es weitergeht, sehen wir in der nächsten Folge. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaltet beim nächsten Mal wieder ein, wenn es euch natürlich gefallen hat. Und wenn es euch weiterhin gefallen hat, lasst gerne ein Däumchen hoch da, abonnieren, kommentieren nicht vergessen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge von Stories, The Path of Destinies. Macht's gut, bis dann. Tschüss.